Moin Moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt und da sind wir mal wieder mit einem alten Schinken. Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich das Format eingestampft habe, oder? Auf jeden Fall habe ich heute köstlich schmöchtlich einen richtig alten Schinken und zwar Test Drive. Irgendwie sowas wie der Urgroßvater der Rennspiele. Das erste Test Drive erschien schon 1987 und war spielbar auf dem DOS, also Disk Operating System, Atari ST, C64, Amiga und Apple II. Und es hatte eine Menge Nachfolger und noch andere Ableger, also wirklich ein ganzer Haufen. Wir gehen aber jetzt nur auf die ein, die vor der Jahrtausendwende rauskamen. Über Test Drive Unlimited haben wir ja zum Beispiel schon mal ein Video gemacht, ist dann am Ende nochmal verlinkt. Und ja, senken wir erstmal die Stimme ein wenig und dann schauen wir mal erstmal uns die Teile an und dann, was Test Drive denn überhaupt so für Auswirkungen hatte auf das Rennspielgenre und was sie technisch geleistet haben und so weiter. Ja, wie gesagt, 1987 das erste Test Drive. Es bot Spielern die Möglichkeit, exotische Sportwagen auf öffentlichen Straßen zu fahren. Der Fokus lag vor allem auf Zeitrennen, wo sie alleine halt gefahren sind. Zeitrennen kennen wir alle. Und es gab auch eine hübsche Auswahl an Fahrzeugen, darunter halt auch begehrte Sportwagen zu dieser Zeit. Und das Spiel zeichnete sich durch eine für damalige Verhältnisse realistische Physik aus. 1989 erschien dann schon der zweite Teil, Test Drive 2, The Duel. Und Duell? Duell halt. Das Duell. In dieser Fortsetzung mussten die Spieler dann in Duellen gegen computergesteuerte Gegner antreten. Das war eine Neuheit. Und die Auswahl an Fahrzeugen wurde auch erweitert. Das Spiel behielt aber den Fokus auf der, wie gesagt, zu damaligen Verhältnissen realistischen Fahrphysik bei. Es gab einige Herausforderungen und Rennmodi, die die Vielfalt einfach steigerten. Und 1990, nur ein Jahr später, kam dann schon Test Drive 3, The Passion. Das war halt der dritte Teil und er führte die 3D-Grafik-Engine ein, was natürlich zu verbesserten visuellen Darstellungen führte und so weiter. Und Spieler konnten weiterhin exotische Autos und Strecken erleben. Aber dieses 3D-Ding war halt zu damaligen Zeiten dann schon was Besonderes. Und es gab auch allgemeine größere Auswahl an Herausforderungen. Dann 97, ganze 7 Jahre später, ja, da lag eine Menge Zeit zwischen, erschien Test Drive 4. Und ja, die haben da nochmal die Grafik verbessert und die die realistische Fahrphysik auch nochmal verbessert. Es gab noch mehr Sportwagen und viele verschiedene Rennmodi, ne, darunter auch Turniere. Zum Beispiel ganz neu. Und ja, 98, dann wieder nur ein Jahr später, erschien Test Drive 5. Im Grunde waren das immer nur wie so kleine Updates. Auf jeden Fall brachte dieses neue Spiel dann auch neue Strecken und erweiterte Fahrzeugauswahl nochmal und betonte noch mehr den Realismus und führte spezielle Spielmodi wie das Gespensterrennen, sag ich mal. Also ihr kennt Geisterrennen, kennt man aus modernen Spielen, ne? Man kann da gegen seinen Geist fahren. Das war damals neu. Und 99 kam dann Test Drive 6. Und da gab es dann plötzlich auch einen Karrieremodus, in dem die Spieler halt gewinnen mussten und ihr Geld verdienen konnten, um bessere Fahrzeuge freizuschalten. Und Polizeiverfolgung kam dann auch mit hinein. Ne? So ein bisschen Need for Speed-like. Und natürlich mehr Autos. Du konntest halt auch Farben ändern und die Leistung upgraden. Im selben Jahr erschien aber auch noch Test Drive Le Mans. Das war ein Teil, der sich darauf konzentrierte, Rennen auf dem berühmten 24-Stunden-Kurs von Le Mans zu fahren. Realistische Langstreckenbedingungen wurden simuliert und Spieler konnten zwischen verschiedenen Rennklassen und Fahrzeugen wählen. Ja, und das sind auch schon alle Teile eigentlich, die vor 2000 erschienen sind. Und ja, Test Drive hatte natürlich auch ein bisschen Einfluss auf andere Rennspiele und allgemein die Videospielbranche. Test Drive war halt eins der ersten Rennspielserien, die auch ordentlich dazu beitrugen, das Rennspielgenre überhaupt zu etablieren und zu popularisieren. Die Idee verschiedener Arten von exotischen Sportwagen auf realen Straßen oder Rennstrecken zu fahren, wurde von anderen Entwicklern aufgegriffen und weiterentwickelt. Vor allem technische Innovationen wie die Einführung der 3D-Grafik-Engine und dieser Fahrphysik haben da eine Menge zu beigetragen. Andere Spielentwickler haben sich das da so ein bisschen abgetupfert oder wurden inspiriert, kann man so sagen. Einfach
einen ähnlichen Weg zu gehen und auch die grafische Qualität und das Fahrerlebnis bei sich genauso zu verbessern. Auch einige der Rennmodis wurden da durch Test Drive eingeführt, wie die Duellrennen, Zeitrennen, Turniere und so weiter, Karrieremodus. Also im Grunde schon so ein kleiner Pionier. Und ja, wie ich schon sagte, da kam halt noch eine ganze Menge andere Ableger, alle nach 2000, zum Beispiel noch Test Drive Overdrive, Test Drive Eve of Destruction und dann halt Unlimited 1 und 2, was ja die meisten kennen. Und jetzt haben wir sogar noch Test Drive Solar Crown, was irgendwann dann nächstes Jahr mal released, hoffe ich. Dann gab es aber auch noch Offroad-Versionen, Test Drive Offroad 1, 2 und 3 und Wide Open oder Test Drive V-Rally, Test Drive Cycles, Test Drive 2001, Test Drive Ferrari Legends 2012, also da gab es eine ganze Menge Test Drive Games und dann war erstmal Funkstille auch, ne, und erst jetzt kommt da erstmal wieder was ins Rollen. Und ja, Test Drive Solar Crown ist ja so eine Frage, es steht irgendwie auf wackeligen Füßen, hat man das Gefühl, weil ja, der Release wurde ja schon verschoben, ist klar, ist ja sowieso Standard heutzutage. Aber auch das, was man gesehen hat, es war jetzt nicht schlecht, aber auch irgendwie hat es ein mulmiges Gefühl hinterlassen, bei mir zumindest, ne, was meine persönliche Meinung angeht. Und es ist fraglich, ob das jetzt überhaupt dann nächstes Jahr released wird oder ob das nicht wieder verschoben wird. Ja, ist kompliziert, man weiß es nicht. Ne? Es gab bereits 2 Spieltests oder 3, keine Ahnung. Ich habe da jedes Mal eine Einladung bekommen, aber habe es halt nicht gemacht, weil mein Rechner explodieren würde wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, ich bin echt zwiegespalten in der Hinsicht. Ich hoffe wirklich, Test Drive Solar Crown wird ein Knaller. Wir können mal wieder was Frisches gebrauchen auf dem Markt auf jeden Fall. Und damit kommt Test Drive ja eigentlich ganz gut. Ne? Wir haben ja sonst nur Need for Speed, Forza Horizon und ja, also Crew im Grunde, was uns was zu bieten hat, was Open World natürlich angeht. Ne? Das sind so die 3 Hauptdinger eigentlich, die fast jeder kennt. Und ja, mit Test Drive wäre das eine IP, die zurückkehrt, die damals halt ziemlich genial war. Und da kann man einfach nur hoffen, dass es wirklich dieses Mal auch wieder gut wird. Aber ja, warten wir mal ab. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Playtests für Konsolen und dann kann man da auch nochmal reinschauen. Oder ich hole mir einfach einen neuen Rechner irgendwann in 20 Jahren dann. Persönlich muss ich sagen, aber auch habe ich die alten Test Drive-Teile eigentlich fast gar nicht gespielt. Ich bin eigentlich erst so richtig bei Test Drive reingekommen mit der Xbox 360 und Test Drive Unlimited. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das war eine ziemlich geniale Zeit, wo wir da immer alle rumgecruised sind und so weiter. Diese ganzen Features, dass du Häuser kaufen kannst, deine Autos da drin parken kannst. Die Map war gewaltig, also da war Hawaii echt riesig. Nicht so klein wie diese Crew Motorfest zum Beispiel. Und es hat schon eine Menge Spaß gemacht. Also auf jeden Fall ganz anders als ein Need for Speed oder Forza Horizon oder so Crew. Das war wirklich sehr einzigartig und ist es bis heute. Und deswegen hoffe ich, dass Test Drive Solar Crown nicht auf die Idee kommt, irgendwelche anderen Games hier zu kopieren, sondern einfach den alten Spielen treu bleibt, zumindest was die Unlimited-Teile angeht, weil ja, Test Drive Solar Crown basiert war halt mehr auf Unlimited als auf den originalen Test Drive-Teilen von damals. Aber ja, es ist einfach eine Spielereihe mit einer großen Geschichte, ein Pionier quasi unter den Rennspielen. Und ich bin mir sicher, hier gibt es so ein paar Leute, die damals auch schon das gezockt haben. Ich war da noch zu jung, wie gesagt, ich bin Kind der 90er, also sowas habe ich damals noch nicht mitbekommen. Meine ersten Spiele waren Super Mario World und Yoshi's Island. Und Rennspiele, da kam eigentlich erst mit Driver so meine Begeisterung überhaupt für Autos. Ne, Driver war ja auch so der Pionier der Open-World-Spiele. Ne, man sagt immer, GTA wäre es gewesen, aber Driver war im Grunde der erste, der quasi eine frei befahrbare Spielwelt hatte, wo man auch aussteigen konnte und so weiter. Also Driver 2 zumindest. Klar, GTA 3 hat dann richtig auf die Kacke gehauen. Ne, war einfach krasser, muss man sagen. Aber die ersten waren sie nicht. Zumindest
nicht wirklich, ne? Sie haben es halt nur tausendmal besser dann am Ende gemacht, ne? Mit wild rumballern. Und ja, wir haben ja jetzt schon so einige Spiele durchgenommen, ne? In letzter Zeit war halt mehr Forza und Need for Speed und so ein Kram und ein bisschen GTA. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Spiel würdet ihr euch noch wünschen, wo ich mal einen Blick drauf werfen soll. Da mache ich mir diesmal auch eine Liste. Ich glaube, Alarm für Cobra 11 hat da sich auch mal jemand gewünscht und so weiter. Ich muss mal die älteren Videos noch mal ein bisschen durchgucken. Da sind auch bestimmt noch ein paar neue Kommentare dazugekommen. Und dann werden wir hin und wieder, immer mal wieder, natürlich auch die guten alten Rennspiele beäugeln weiterhin, wie wir zuvor auch getan haben. Ja, wenn ihr euch das Ganze reingezogen habt und Test Drive euch genauso gefallen hat damals wie mir, dann lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, um den Kanal zu unterstützen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie fandet ihr Test Drive und was würdet ihr euch in Zukunft noch wünschen für Spiele, wo ich mal drauf gucken muss, vielleicht sogar, ne? Irgendwelche Geheimtipps vielleicht. Also dann, ich bin raus. Tschüss, ciao, tschüss, auf Wiedersehen.